Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dear Esther und ich wollte euch unbedingt das zeigen. Je nachdem, was für ein Kapitel wir spielen, verändert sich auch halt unser Vorspann. So kann man es sehen. Und ja, weiter geht's. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. So, wir sind jetzt wieder hier, wo wir natürlich auch aufgehört haben bei der letzten Folge. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da hinten ist natürlich wieder Licht. Ja, das ist weit entfernt. Aber wir werden jetzt erstmal hier runtergehen. Zu diesem kaputten Schiff. Was aussieht, als würden sehr, sehr viele Container drauf sein. Aber ich glaube, da können wir eh nichts wieder dran machen. Aber was ist das? Hier war doch was. So, das sind Fässer. War da nicht gerade was? Die Musik passt natürlich total dazu. Aber warum hier so viele Schiffe gestrandet sind oder aufgelaufen sind, ist natürlich hier die Frage. Weil es ist ja jetzt eigentlich das zweite oder dritte Schiff, was wir hier gesehen haben. Und mich würde mal das interessieren, warum. Ob der Leuchtturm aus war und dann halt nicht gezeigt hat, dass da was kommt. Ist natürlich sehr, sehr komisch. Das ist doch eine Boje oder so. Ah. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Ich weiß nicht, was da drauf steht. Am Ende könnte stehen Drink. Aber ich kann das nicht wirklich gut erkennen. And. Oh Gott, das kann ich nicht erkennen. It. Kann ich nicht erkennen. Vielleicht to. Das würde. Schade. Schade. Ich kann es nicht lesen. Wir sind ja von da gekommen, aber hier gibt es auch noch einen Weg. Nach links. Und da hinten geht es auch noch lang. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Es sind schon leicht komische Abschnitte.
die manchmal vorgelesen werden. Weil man dann nicht wirklich weiß, was er meint. So einfach nur so dieser Moment ist dann da, aber ich glaube immer noch, letztendlich werden wir das... Paul saw through his windscreen? Not Lot's wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside, falling away to black forever. Es wird sich alles später mal zusammenfinden. Ich weiß gar nicht, ob wir da runter... Kann man hier runtergehen? Oh Gott! Come back. Wow, wir haben eine Trophäe erhalten. Aber anscheinend werden wir... Das ist das Haus. Was so gesagt... was ich euch vorhin gezeigt habe, in der Einblende. Wenn man so gesagt ein Kapitel abschließt. Also man kann hier runterspringen. Ich hätte es nicht gedacht. Wir gehen ja auch gleich zu dem Haus, nur wir waren da hinten noch nicht. Auf dem Klippenhang, so gesagt. Und wir müssen da noch unbedingt hingehen, weil ich möchte nicht wieder irgendeinen Text verpassen, der vielleicht wichtig sein könnte. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Aber man hört hier schon die Ketten vom Schiff wackeln. Das ist total, also die Atmosphäre ist echt Hammer, ne? Also gefällt mir sehr. It's only at night that this place makes any sluggish effort at life. You can see the boy and the aerial. I've been taking to sleeping through the day in an attempt to resurrect myself. I can feel the last days drawing upon me. There's little point now in continuation. There must be something new to find here. Some nook or some cranny that offers a perspective worth clinging to. I've burnt my bridges. I've sunk my boats and watched them go to water. So, das ist so eine Boje, die mit einer Glocke befestigt ist. Beim Sturm halt, dass die Schiffe gewarnt werden. Und da ist auch noch ein Schiff. Also, irgendwas muss hier vorgefallen sein. Also, es ist ziemlich... Es kann nicht so viele Zufälle sein. Es geht einfach nicht. Es können nicht so viele Zufälle sein, dass hier so viele Boote, Schiffe stranden oder auflaufen. Es geht einfach nicht. Und es ist doch ein Funkturm. Man sehen kann. Kein Leuchtturm, ein Funkturm. Wir laufen gerade hier oben lang. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder runterkommen. Wir müssen eigentlich nach da hinten. Wir schauen mal. Oder bringt uns das jetzt... Es bringt uns einfach wieder her. Wir kamen von hier. Wir hätten auch einfach gleich nach hier oben gehen können. Also gehen wir jetzt wieder den anderen Weg lang. Ich weiß ja nicht. Was uns jetzt eigentlich so erwarten wird. Also wir wissen, da steht ein Haus. Aber wenn wir reingehen, ob es natürlich sein Versteck vielleicht war. Oder wir wissen nicht, was er da getrieben hat. Ob es überhaupt sein Haus war. Oder sein Versteck. Okay. Hä?
Das ist ja noch ein Haus. Das sind mehrere Häuser. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Also ich bin echt gespannt, ne? Steht da einer oben? Oder bilde ich mir das ein? The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Bevor wir reingehen, gucken wir jetzt hier uns nochmal die Aussicht an. Man sieht nicht viel. Aber gehen wir weiter. Ich glaube, das ist noch eine Höhle, wo man reingehen kann. Aber es ist wunderschön eigentlich, wenn man sich das mal so gibt oder ansieht. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Rieseninsel ganz für euch alleine. Vielleicht mit der Familie oder den Verwandten oder den Freunden. Und sonst ist da niemand. Also für einen Urlaub wäre das, glaube ich, mal richtig schön. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I have always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Hier hat er also geschlafen. Wow. Da schreckt mich hier der Vogel, ne? Ist ja auch komisch. Wird da auch schon wieder ein Motiv gemalt. Was ist das? Man kann das ja auch noch nicht mal wirklich richtig erkennen. Also ich erkenne es nicht. Wer vielleicht eine Ahnung hat, kann das natürlich hinschreiben. Aber sehen oder vermuten, mal von weiter weg, erkennen tue ich da nichts.
nochmal reingehen. Fast so angehört, als wäre das so ein Radiorascheln gewesen, so ein, wenn man keinen Sender reinkriegt. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob es der Wind war oder vom Symbol her. So wissen weiß ich das jetzt nicht so genau. Komme ich denn hier nach oben? Das sieht nicht so aus. Gehen wir mal runter. Mal wieder irgendwo runterspringen. Okay, hier will ich nicht runterspringen. Sieht wirklich richtig schön aus. Okay, ist total windig. Gerade. What to make of Donnelly, the laudanum and the syphilis? It is clearly not how he began, but I've been unable to discover if the former was a result of his visiting the island or the force that drove him here. For the syphilis, a drunk driver smashing his insides into a pulp as he stumbled these paths, I can only offer my empathy. We're all victims of our age. My disease is the internal combustion engine and the cheap fermentation of yeast. Okay. Also wirklich wissen, was hier vorgefallen ist, tut man noch nicht. Obwohl man jetzt so gesagt, obwohl wir jetzt schon im 2. Kapitel sind. Aber es wird halt schon interessanter. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt fängt auch wieder diese wunderschöne und wundervolle Musik an. Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot. But he is proving an unreliable witness. So, wie ihr mitgekriegt habt, habe ich mich jetzt umentschieden, weil ich wollte gucken, ob man noch hier lang gehen kann. Und anscheinend geht das. Anscheinend ist das eine Urne. Und jetzt ist gerade Asche weggewedelt worden vom Wind. Ich weiß nicht, ob wir wieder irgendwo hinschwimmen können. Nee, wir gehen da unter. Okay. Ist da was aufgemalt oder ist das einfach nur der Stein? Ich glaube, das ist einfach nur der Stein. Aber wir haben eine Urne gefunden. Und das behalten wir uns jetzt auch mal wieder im Hinterköpfchen. Vielleicht wird das wichtig werden. Und wir gehen jetzt wieder den Hauptweg, glaube ich, mal lang, den ich vorher eigentlich gehen wollte. Das ist doch auch schon wieder, das sind doch auch schon wieder Teile vom Schiff, oder? Das gibt's doch nicht.
Also, das macht mich wirklich irgendwie leicht kirre. Nicht zu wissen, warum hier so viele Schiffe gestrandet sind. Ich möchte das wissen. Hundertprozentig. Ist das ein Schiff? Es geht einmal... Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Okay, bevor wir in die Höhle gehen, gehen wir mal hier lang. Auf jeden Fall war die Musik beim Sprechen, hat sich auf jeden Fall anders angehört. Ihr habt's gehört. Was ist das denn? Hier sind überall Bücher. Die ganzen schönen Sachen runtergefallen. Was steht hier denn? Das sind die gleichen Bücher. So, ich bin jetzt dafür, wir gehen in die Höhle. Weil bin ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Das kann man gar nicht... Kann man gar nicht beschreiben. Und da muss man Shiny's Room echt mal loben. Die haben echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und wir gehen in die Höhle. Was ist das? Oh. Wenn wir die Ersten sind, warum ist hier eine Kerze an? Und wer hat sie angemacht? Wow. Das ist natürlich schon sehr faszinierend. Wow! Okay, wir haben das Kapitel Jakobsen zu Ende gebracht und sind so gesagt in einem neuen Kapitel, und zwar in den 3. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. And hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Wir sind in dem 3. Kapitel angelangt. Es sieht wunderschön aus. Und ja, es ist wieder soweit. Und wir sehen uns in einem nächsten Part von Dear Esther. I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got right.